Bitches tanzen à la Figaro. Es ist Blackout, Shorty kriegt ein Blackout. Blackout, Shorty kriegt ein Blackout. Moin moin ihr Landratten, was geht ab? Blackie ist am Start mit einem neuen Video für euch. Und zwar sitze ich hier wieder auf der wunderschönen GS 1200er von dem lieben Papa Blackout. Ach, den Bus hier lassen wir nicht vor. Richtig geiles Teil und natürlich ein wunderschönes Wetter, um einen Motorvlog aufzunehmen, ich weiß. Aber es kam jetzt schon so lange kein Video mehr. Und das lag daran, dass es erstens richtig scheiß Wetter ist. Dass es hier mit der SMCR überhaupt völlig Katastrophe ist zu fahren bei dem Wetter. Ihr wisst ja, ich habe die Conti Attack SM. Richtig scheiße bei dem Wetter. Dazu war ich außerdem noch ein bisschen kränklich angeschlagen. Also wenn ich jetzt ein bisschen verschnupft bin, tut es mir leid, aber dann mache ich das extra, um für euch ein Video zu bringen. Wie gesagt, ich war echt ein bisschen krank. Und ja, dann ist es, denke ich mal, ein schöner Zeitpunkt, um mal wieder die GS auszupacken. Viele haben sich gewünscht und vermisst, dass ich lange kein GS-Video mehr gemacht habe. Und dann wollte ich jetzt unbedingt eins bringen. Natürlich sind die Handwärmer hier wieder angeschaltet. Das ist so geil, Mann. Handwärmer-Motorrad ist echt so was Nices. Ich dachte immer so, ey, das ist voll Opa-Ding. Das ist nur für alte Leute irgendwie. Aber es ist einfach so gemütlich. Und sowieso, dieses Bike ist einfach so ein geiles, gemütliches Bike. Und hat auch richtig Power. Ich bin ja in Portugal eine 1000er V-Strom gefahren, die ist ja recht ähnlich zu der hier, wobei das BMW ist, das ist natürlich hier nochmal extra klasse, mega geil, nochmal 200 Kubik mehr, also 1200 und natürlich auch, guck mal, was die für eine Power hat, die schießt nach vorne, hat 110 PS, das geile Teil, einen schönen Boxermotor, der hier rauskommt, links und rechts. Ja, ich fahre heute nur Schutzkleidung oberhalb, was eine Katastrophe ist, weil ich will eigentlich gar nicht mehr ohne Schutzkleidung fahren. Ich war aber gerade bei meinem Papa, habe jetzt seine Schutzkleidung, habe aber eine normale Jeans an. Was ich wieder kurz sagen will, was ich niemandem empfehle, fahrt immer nur mit Schutzkleidung. Ich fahre selber ausschließlich mit Schutzkleidung, normalerweise. Heute ist eine kleine Ausnahme, denn ich fahre das Bike putzen. So lustig das auch klingt. Ich hoffe, wenn ich das jetzt gleich absprühe, dass das nicht gefriert oder so an dem Bike. Das wäre natürlich richtig Katastrophe. Glaube ich aber nicht. Und dann fahre ich wieder zu Papa, denn die nächsten Tage kriegt ihr ein paar richtig geile Videos an den Start. Denn ich habe eine kleine Kooperation gestartet und zwar mit Hornig. Die haben BMW-Ersatzteile, BMW-Tuning-Teile und so weiter. Der ein oder andere wird sich schon kennen aus Hazis Videos. Der hat ja auch so Carbon-Teile für seine BMW 1000er SRR bekommen. S1000er, so rum. Und ich hatte auch Kontakt mit der netten Christina von Hornig. Und ja, die hat jetzt ein paar Teile hier für die GS klar gemacht. Wenn ihr an dieser GS irgendwas ändern können, wollen, würdet, dürftet, dann würde mich mal interessieren, was wäre das? Ratet doch mal, schreibt mal in die Kommentare, was ich hieran ändern lasse. Ich werde 2 Sachen ändern. Oder 2 große Sachen. Die anderen Sachen sind eher so Kleinigkeiten. Ich verlinke mal die Seite unten in der Beschreibung. Dann könnt ihr da mal gucken. Gebt mal die 1200er Adventure ist das. Gebt da mal ein und guckt mal durch und sagt mir mal, was ihr daran ändern würdet oder was ihr denkt, was ich daran ändern werde. Ich hoffe, die Kamera beschlägt nicht so, weil es ist echt ein bisschen nass, so ein bisschen so Sprühregen. Das könnte ganz eklig sein auf der Kamera. Das sehe ich dann immer erst im Nachhinein beim Schneiden und denke mir so, ach scheiße, Mann, wäre ich mir da mal öfter auf die Linse gegangen. Weil das dann so scheiße aussieht, wenn das so betröpfelt ist. Zudem kommen wir schon zum zweiten Thema. Heute bin ich ganz fix und ganz unverwirrt. Dann komme ich kaum aus dem Neutralen hoch. Das ist immer schade, schwer, wenn man in so einem Bike ein bisschen am Hang steht. Ihr kennt das bestimmt, die selber fahren. Dann kommt man aus dem Neutralen nicht so richtig raus. Da muss man ein bisschen vor- oder zurückrollen.
um in den ersten Gang schalten zu können. Aber es ging jetzt schneller als gedacht. Habe ein bisschen nachgeholfen, ordentlich getreten, dann ging das. So, was wollte ich jetzt sagen? Gerade habe ich noch gesagt, ich verwirre mich nicht so selber, dieses Video, und dann bin ich doch hier wieder voll im Verwirrungsflow. Nummer 2, das Video kommt ja jetzt im Laufe dieser Woche on, das heißt, es ist nicht sehr stark vorproduziert, und ich möchte kurz mal sagen, dass ich dieses Wochenende mit Harz Rider am Bodensee in Friedrichshafen sein werde. Das wird die erste Messe, geil, ein schöner Tesla, das wird die erste Messe sein, auf der ich sein werde, dieses Jahr, Motorradmesse Friedrichshafen. Schreibt mir mal in die Kommentare, wer von euch da sein wird. Oh, die hört sich echt schön an. Das ist so ein geiles Motorrad, ist echt gemütlich und trotzdem so wendig. Also wer von euch alles da sein wird, ich werde da mit Harz wieder rumlaufen. Ihr könnt uns wie immer gerne ansprechen. Wir machen Fotos, wir schreiben Autogramme, wir schnacken mit euch. Ne? Braucht ihr euch keine Angst, keine Sorgen machen oder irgend sowas. Was ist das für ein geiler alter Ford, so ein Feuerwehrtruck. Also, schämt euch nicht, scheut euch nicht, sprecht uns an, redet mit uns. Wir sind da für euch unter anderem. Und ja, wir haben natürlich richtig Bock. Da haben wir uns ein Auto gemietet und ballern dann da runter von hier. Ich komme ja aus Hamburg. Ich sammle dann den Harz Rider im Harz ein und dann fahren wir 850 Kilometer oder so da runter. Bin mal gespannt. Es wird auf jeden Fall sehr anstrengend. Der fährt hier über Rot. Ne, schafft er noch gerade. Es wird sowieso jetzt grün. Falls hier, ja, Ampelschaltung noch so ist wie damals. So, jetzt ist hier die Tankstelle. Jetzt muss ich mal ein bisschen Geld wechseln und dann sprühe ich das Bike ab. Wie geht denn nochmal der Blinker hier? Na toll, jetzt hat das zu gehabt. Der hat mir aber empfohlen, dass es hier noch ein bisschen weiter runter geht und da soll er uns auf jeden Fall offen haben. Jetzt bin ich mal gespannt. Das wäre scheiße, wenn ich die Maschine jetzt nicht sauber kriege und dann Bastelvideo starte, dann ist es natürlich auch nicht so schön. Dazu kommt, dass ich mich hier jetzt nicht traue. Doch, ja doch. Ich habe hier hinten Boxen dran. Nicht, dass ich hier das Auto anfahre. Die sind natürlich sehr breit. Wenn ich da hängen bleibe, wäre das nicht so geil. Boah, was ist das für ein Ding da? Ja, bei den Temperaturen hier kann man echt anfangen, Schiss zu haben. Ist hier nicht eine Gradzahl oder so irgendwo auf dem Cockpit? Nee. Also es sind gut 1-2 Grad nur. Natürlich ein richtig scheiß Wetter, um Motorrad zu fahren. Das Ding ist ja absolut witzig. Das sieht ja mega lustig aus. 4 dicke Auspuffrohre, macht auch einen Höllenlärm. Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich auf den Sommer freue. Ich habe so Bock, das wird so eine geile Zeit, da wird es wieder richtig Spaß machen zu fahren. Ich habe richtig Laune. Aber bei dem Wetter ist es einfach scheiße. Ich sitze jetzt hier 10 Minuten drauf, Viertelstunde oder so und ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Vor 2-3 Jahren oder so, oder vor 5 Jahren, als ich noch recht frisch den Führerschein hatte, da hätte ich jetzt richtig Bock gehabt. Da wäre das scheißegal, Hauptsache fahren. Da wäre ich auch den ganzen Winter durchgefahren. Aber jetzt, ich fahre jetzt so lange, da muss ich jetzt nicht jede Situation, jede Möglichkeit ausnutzen. Und es ist einfach so, wenn das Wetter mal nicht so geil ist, nicht das hergibt, was man will, da muss man auch nicht unbedingt fahren, so wie heute. Ja. Geil, auch ein Zweirad hier, läuft bei ihm. Ein Roller aber.
Das ist auch einfach eine rare Begegnung hier. Jetzt da vorne ist das irgendwo. Er meinte, da ist irgendwo so ein McDonald's und da kann man sein Auto auch absprühen. Ich sehe auch nichts. Das ist so beschlagen hier alles. 1 oder 2 Euro. Ja, das ist safe abgestellt, der Mist. Safe. Weil das sonst gefriert oder so. Ja, unnötigster Fail des Lebens. Ja, geil. Jetzt guckt euch an, wie schön dreckig die ist. Tja, damit müsst ihr leben. Meine lieben Landratten. Dann wird es morgen, übermorgen, wann werde ich das fertig schaffen? Auf jeden Fall in den nächsten paar Tagen wird ein Video kommen, wie wir hier, ist die schwer, mit dem gebrochenen Bein hier die hochstemmen. Da wird es ein Video geben, wie hier mit den Yeezys am Start natürlich. Beste Motorradschuhe, vor allem in weiß oder halt Blue Tint. Wird schon ein Video geben, wie ich die Teile anbaue. An einem dreckigen Motorrad. Werden sich die natürlich freuen, dass ich dann ein Product Placement mache mit einem dreckigen Bike. Das lässt sich jetzt nicht ändern. Nichtsdestotrotz könnt ihr euch trotzdem auf ein geiles Video freuen. Und ja, jetzt fahre ich wieder nach Hause. Mehr gibt's nicht zu sagen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, ein Däumchen wäre wie immer ein Träumchen. Und sonst würde ich sagen, Junge, was ist mit dem denn los? Macht's gut und haut rein dann ran. Pa, pa, pa. Let me tell 'em how this shit really goes. If you ain't bringing bitches, then your ass gotta go. They try to tell me to put my dreams on hold, but all I do is open while they doors still closed. I'm smart like a scholarship, money I'm on top of it. They hating cause I'm popping, bitch. I am the juice like chopping list. They wish I would